Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Feiertage sind vorbei, der Ernst des Lebens fängt wieder an und nicht nur für euch oder für mich, sondern auch für die Welt des Fußballs. Unsere Jungs nehmen heute den Trainingsbetrieb wieder auf, nachdem sie sich gestern einen Tag ausruhen durften, so habe ich meine Meinung ja gestern in dem Video schon gesagt. Aber heute startet auch wieder La Liga, die Liga, die uns auf diesem Kanal interessiert, und ich muss zugeben, alle drei Meisterschaftskandidaten haben ein absolutes Spitzenspiel vor der Brust. An diesem Spieltag könnte sich vielleicht einiges an der Tabelle tun. Ja, aber nicht nur die Fußballer haben zurzeit viel zu tun, sondern auch die Sportvorstände, die Präsidenten, die Manager, die Agenten etc. Denn zum einen ist der Transfermarkt geöffnet. Ja, was da Madrid gemacht hat, wissen wir, kümmern wir uns natürlich auch drum. Wir unterhalten uns in diesem Video um den wohl einzigen Transfer in diesem Wintertransfermarkt von Real Madrid, um Endrick. Der junge Brasilianer steht vor der wichtigsten Saison seines Lebens oder zumindest vor der wichtigsten Halbrunde seines Lebens. Ja, aber wir müssen uns auch über die Spieler unterhalten, deren Verträge am Ende der Saison auslaufen. Diese Spieler dürfen jetzt offiziell in Verhandlungen treten mit interessierten Vereinen. Und wenn wir in den vergangenen Jahren Real Madrid beobachtet haben, wissen wir, Real Madrid ist da ganz vorne mit dabei. Und Real Madrid soll eine Entscheidung getroffen haben. Die Zukunft, wie sie aussieht, rund um David Alaba, Antonio Rüdiger und Marc Guehi, den englischen Nationalspieler, denn der soll der Auserwählte sein von Real Madrid. Was da los ist und noch vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie im Vorwort angekündigt, einige der Top-Ligen Europas starten heute wieder ihren Spielbetrieb, darunter die Liga, die uns wohl am meisten interessiert, die spanische La Liga. Und die drei Meisterschaftskandidaten, der FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid, haben einen schweren Spieltag vor der Brust. Ich zeige euch zunächst einmal die Tabelle, damit ihr wisst, wie es zurzeit aussieht. Der FC Barcelona 4 Punkte vor Real Madrid. Wir konnten den Abstand leider nicht verkürzen, da der FC Barcelona zurzeit wirklich in einer guten Phase ist. Und wie gut diese Phase ist, wird morgen der Stadtrivale testen. Espanyol Barcelona trifft auf den FC Barcelona. Ein Derby, und wir wissen, das Derby schreibt immer seine eigenen Gesetze. Da kann alles passieren. Aber man muss auch sagen, Espanyol Barcelona zurzeit in einer Top-Verfassung. Also das wird kein leichtes Spiel für die Katalanen, bei denen Lamine Yamal gestern auch das Abschlusstraining oder das Training nicht mitmachen konnten. Mal schauen, ob der Nationalspieler zur Verfügung steht. Dann kommen natürlich wir müssen erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen und das wird an diesem Wochenende schwer. Zumindest spielen wir im Santiago Bernabéu, das ist immer eine gute Nachricht. Aber der Gegner Betis Sevilla ist eine der Mannschaften, die uns auch in den letzten Jahren immer Kopfschmerzen gemacht hat. Betis Sevilla spielt einen wirklich guten, attraktiven, erfolgreichen Fußball. Ja, und ich kann so viel sagen, wenn wir die Leistung vom letzten Heimspiel gegen den FC Sevilla wiederholen, werden wir gegen Betis Sevilla nicht gewinnen. Ich hoffe, dass unsere Jungs das verinnerlicht haben, dass die mit neuer Energie aus der Winterpause kommen und abliefern. Immerhin hat der Trainer denen einen Tag extra Urlaub gegeben. Vielleicht danken sie es, ja. Und auf der anderen Seite, auch wenn sie punkttechnisch ein bisschen weiter hinten liegen, ist Atletico Madrid eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Die haben aber auch ein schweres Spiel. Wenn man auf die Tabelle guckt, würde man denken, na warum? Real Sociedad ist unten in den Abstiegsplätzen. Aber wir wissen, Real Sociedad, fußballerisch haben sie eigentlich das Potenzial, gegen jede Mannschaft mitzuhalten, waren vor 2 Jahren noch in der Champions League. Also auch das Auswärtsspiel von Atletico Madrid bei Real Sociedad wird kein Spaziergang. Ja, und wenn wir schon mal bei Spieltagen sind und Tabellen etc., würde ich vorschlagen, aus aktuellen Gründen schauen wir uns mal die Tabelle der französischen Liga an. Und wie ihr seht, auf dem 5. Platz Olympique Lyon.
Eine Mannschaft, die wir zurzeit alle verfolgen sollten, denn unser brasilianischer Wunderjunge Endrick spielt die Rückrunde bei Olympique Lyon. Mal schauen, ob er es schafft, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber nicht nur darum geht es Endrick. Endrick geht es natürlich darum, auch Real Madrid zu beweisen, dass er ein Spieler für Real Madrid ist, für die Zukunft von Real Madrid. Der Junge ist noch unglaublich jung und hat seine ganze Fußballkarriere vor sich. Auf der anderen Seite möchte er in diesem halben Jahr einen gewissen Carlo Ancelotti davon überzeugen, ihn mit zur WM zu nehmen. Carlo Ancelotti ist kein großer Endrick-Fan, das haben wir letztes Jahr bei Real Madrid gesehen und ich muss sagen, das ist einer der Punkte, den ich weder bei Carlo Ancelotti noch bei Xabi Alonso jemals verstanden habe. Endrick ist ein Spieler, der immer, wenn er eine Chance bekommen hat, abgeliefert hat. Sowohl als Mittelstürmer als auch auf dem rechten Flügel, die Position, die wohl am schwächsten besetzt ist bei Real Madrid in den letzten Jahren. Immer wenn der Brasilianer da seine Chance bekommen hat, hat er seine Stärken gezeigt, seine Explosivität, ja, seinen Schwung, seine Kraft, sein Wille. Ich erinnere mich an einen Elfmeter, den er rausgeholt hat, wo er von der Außenlinie bis zum 16er gezogen wurde und dann ist er erst im 16er gefallen. Ich erinnere mich an etliche Tore, wo der uns im Pokal letzte Saison gerettet hat gegen Celta Vigo etc. Ich habe kein Verständnis dafür, dass weder der eine noch der andere Trainer diesem Brasilianer jemals eine echte Chance gegeben hat. Ja, und jetzt auch noch, wo ein Kylian Mbappé ausfällt, fragen wir uns noch mehr, warum hat dieser Junge nie eine richtige Chance bekommen? Wie dem auch sei, das spielt jetzt alles keine Rolle. Der Brasilianer muss jetzt zeigen, dass er kein Luka Jovic ist, denn solche Sachen gab es bei Madrid auch, dass Spieler ausgeliehen wurden und nie richtig Fuß gefasst haben. In Reinier fällt mir auch ein, die quasi nie wieder zurückgekommen sind und das möchte ein Endrick natürlich verhindern. Der hat auch ganz andere Voraussetzungen, der ist noch viel jünger, hat noch viel mehr Zeit, sich zu entwickeln. Also ich möchte jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ein Endrick möchte bei Lyon natürlich beweisen, dass er zurück nach Real Madrid kommen kann. Am besten schon in einem halben Jahr, um dann um einen Stammplatz zu kämpfen. Ich finde, er hat das Potenzial und ich drücke ihm die Daumen, dass er das auch abliefert. Ich drücke ihm natürlich auch die Daumen für die brasilianische Nationalmannschaft. So eine WM ist das spektakulärste in dem Leben, in einem Fußballerleben. Natürlich drücke ich dem Jungen die Daumen, dass er das schafft. Ob er es schafft, einen Carlo Ancelotti von sich zu überzeugen, das hat er letztes Jahr in dem gesamten Jahr nicht geschafft. Vielleicht schafft er das in den nächsten 6 Monaten, aber das wird sehr, sehr schwer. Ja, und sehr, sehr schwer wird auch sein Debüt. Das ist nämlich morgen, also werft ein Auge drauf, um 17 Uhr mit Lyon bei Monaco. So wie man hört, soll Endrick von Anfang an der Stammneuner von Olympique Lyon sein. Ich werde versuchen, dieses Spiel mir anzuschauen und bin gespannt, wie der Junge abliefert. Also, das ist der Stand der Dinge bei Endrick, unserem wohl einzigen Wintertransfer. Ja, aber nur weil Real Madrid im Winter nichts holt, bedeutet das nicht, dass unser Vorstand, unser Sportvorstand, Juni Calafat etc., dass die Daumen drehen. Nee, wie wir das von Real Madrid kennen, haben unsere Spezialisten da ihre Augen auf den Transfermarkt und schauen auch, welche Spieler könnten interessant sein, welche Spieler sind im Sommer ablösefrei und diese Wege müssen ja schon mehr oder weniger langsam eingeleitet werden. Ja, welche Position fällt uns da spontan ein? Mir zum Beispiel die defensive Sechserrolle. Aber eine Position, die bei Real Madrid für Furore sorgt, für Unruhe sorgt etc., ist die des Innenverteidigers. Denn keiner weiß, wie die Zukunft von Real Madrid in einem halben Jahr da aussieht. Wie sieht es aus bei David Alaba, bei Antonio Rüdiger, die Spieler, deren Verträge auslaufen in 6 Monaten? Fabrizio Romano hat das gestern zusammengefasst. Ich habe das natürlich für euch übersetzt. Zu Real Madrid gibt es 2 wichtige Dinge zu erwähnen. Erstens kann ich bestätigen, was ich euch seit Monaten sage. David Alaba wird Real Madrid voraussichtlich im Sommer ablösefrei verlassen. Stand heute 0 Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung, 0 Verhandlungen in Bezug auf Finanzen und das technische Projekt. Soweit ich das verstehe, sind die Chancen also sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, dass die Chance Stand heute bei 98% liegt, dass David Alaba Real Madrid im Sommertransferfenster verlässt und ein neues Kapitel in seiner Fußballkarriere aufschlägt. Ich gehe also davon aus, dass Alaba gehen wird.
Und dann fragen mich viele von euch nach Toni Rüdiger. Was ich euch zu Rüdiger sagen kann, Leute, ist, dass man aus Saudi-Arabien weiterhin sehr, sehr interessiert und aufmerksam die Situation von Toni Rüdiger beobachtet. Sie verfolgen die Lage. Real Madrid hat sich noch nicht entschieden. Toni Rüdiger hat sich noch nicht entschieden. Der volle Fokus liegt auf dieser Saison. Wir wissen, dass Real Madrid es gewohnt ist, bei Verträgen für Spieler über 30 erst am Ende der Saison oder kurz vor Saisonende zu verhandeln. Das ist also auch bei Toni Rüdiger der Fall. Aber das wird vom Spieler und von Real Madrid abhängen. Sie werden eine Entscheidung treffen. Nicht jetzt, nicht in diesen Wochen. Es wird einige Zeit dauern, einige Monate, bevor sie entscheiden, was sie tun wollen. Aus Saudi-Arabien gibt es im Moment keine Verhandlungen. Es gibt kein offizielles Angebot oder dergleichen. Es gab in der Vergangenheit ein Angebot aus Saudi-Arabien. Es wurde abgelehnt, weil Real Madrid auf Rüdiger setzen und ihn behalten wollte. Und Rüdiger wollte bei Real Madrid bleiben. Jetzt müssen wir 2026 abwarten, ob Real Madrid sich entscheidet, Toni Rüdiger gehen zu lassen oder ob Real Madrid Rüdiger behalten und einen neuen Vertrag unterschreiben will. Und auch, was Rüdiger selbst tun möchte. Verfolgen wir also die Situation um Rüdiger. Wir werden das tun. Die Vereine aus Saudi-Arabien werden sehr aufmerksam sein. Und dann ist der Abgang von David Alaba von Real Madrid im Sommertransferfenster so gut wie garantiert. Ja, ihr habt es selber gehört. David Alaba, das Ding ist durch. So gut wie durch. Wenn jetzt kein Wunder passiert, Fabrizio Romano hat gesagt 98%. Also, wenn sich jetzt nicht auch noch ein Dean Housen verletzt und ein David Alaba die Saison seines Lebens spielt, sieht es aus, als wenn es das letzte halbe Jahr des Österreichers bei den Königlichen ist. Mir tut es unglaublich leid. Ich glaube, seine Autorität in der Kabine, abgesehen von seinem Verletzungspech, fußballerisch, kann der Real Madrid auch helfen. Aber ich glaube auch seine Autorität, Seriosität, der wird der Kabine fehlen. Ich bin ein großer David Alaba-Fan und bin ihm sehr dankbar dafür, was er in seiner Zeit bei Real Madrid geleistet hat. Aber wie ihr hört, es sieht so aus, als wenn er Real Madrid am Ende der Saison verlässt. Bei einem Antonio Rüdiger ist das Ganze noch ein bisschen unklarer. Wobei, seien wir mal ganz ehrlich, mich erinnert der Fall so ein bisschen an Joselu. Selbst wenn Real Madrid ihn eigentlich noch halten würde, ich glaube, wenn Saudi-Arabien da mal richtig in den Poker einsteigt, und da gab es ja sogar schon ein offizielles Angebot, aber jetzt ist er noch mal ein halbes Jahr älter oder ein Jahr älter am Ende der Saison, noch ein bisschen mehr Verletzungen gehabt. Es kann gut sein, dass irgendwann ein Antonio Rüdiger sich denkt, weißt du was, ich lasse meine Karriere in Saudi-Arabien ausklingen, schöpfel mir da noch mal die Taschen voll, damit die nächste Generation und die danach auch ausgesorgt haben. Also ich kann es mir vorstellen, dass ein Antonio Rüdiger vielleicht am Ende der Saison nach Saudi-Arabien wechselt. Das würde natürlich für Real Madrid bedeuten, in unserer Innenverteidigung, die jetzt schon knapp besetzt ist, brauchen wir dringend einen Ersatz. Es gab viele Namen in den letzten Monaten, Upamecano, Konate etc., aber Real Madrid scheint anscheinend eine Entscheidung getroffen zu haben. Und zwar der Agent, der in 6 Monaten ablösefrei nach Real Madrid wechseln könnte, ist Marc Guéhi. Der Kapitän von Crystal Palace, der englische Nationalspieler, Innenverteidiger. Dazu hat der Ass einen interessanten Artikel geschrieben. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Es gibt Kontakt über Guéhi. Real Madrid hat Interesse an dem Innenverteidiger bekundet, dessen Vertrag im Juni ausläuft. Man wartet den weiteren Saisonverlauf ab, bevor man eine Entscheidung trifft. Die Verhandlungen beginnen am 1. Januar. Marc Guéhi, 25 Jahre, ein englischer Innenverteidiger von Crystal Palace, ist zu einem der Top-Transferziele von Real Madrid geworden, falls die Königlichen ihre Defensive im kommenden Sommer verstärken wollen. Laut AS hat der Verein Interesse an dem Spieler bekundet und dessen Berater darüber informiert, dass man sich der Marktsituation bewusst sei und bei Interesse Kontakt aufnehmen würde. Guéhis Vertrag bei Crystal Palace läuft im Juni aus. Real Madrid hat neben Guéhi noch einige andere Optionen auf der Liste, darunter Konate 26, Upamecano 27, die ebenfalls ablösefrei sind. Wie diese Zeitung bereits berichtet, ist der Verein jedoch nicht bereit, sich in einen Bieterwettbewerb um Spieler zu verwickeln. Im Fall von Guéhi haben die Berater der beiden letztgenannten Spieler ihre Gehaltsforderungen deutlich erhöht, was sie für Real Madrids Pläne zur Verstärkung der Abwehrposition weniger attraktiv macht. Also, sowohl bei einem Konate als bei einem Upamecano, die waren ja mal beide heiß bei Real Madrid gehandelt, aber wir haben uns gewundert, auf einmal hieß es, Real Madrid hat kein Interesse mehr.
Jetzt scheinen wir auch zu wissen, warum. Die Berater, als die gehört haben, Real Madrid hat Interesse, sind natürlich die Wünsche, Gehaltswünsche, nach oben explodiert und Real Madrid hat gesagt, darauf haben wir keinen Bock. Wir wollen jetzt hier nicht Gehaltsstreit mit Liverpool, mit Bayern, mit den Spielerberatern führen, also kein Interesse. Das scheint bei Marc Guehi noch nicht der Fall zu sein. So wie man hört, ist der großer Madridista und ein Traum von ihm ist es, Real Madrid-Spieler zu sein. Vielleicht ist das ein Grund, warum sein Berater sagt, Piano, erstmal möchte ich meinen Fuß in der Tür haben. Vielleicht, wenn ich 2-3 gute Jahre bei Madrid habe, kann man dann über ein galaktisches Gehalt reden. In seinem ersten Kontakt mit Guehi teilte Real Madrid den Beratern des Spielers seine Besorgnis mit, dass der Innenverteidiger möglicherweise bereits einen Vertrag mit Liverpool abgeschlossen habe. Wie die englische Presse berichtete. Nichts hätte weiter von der Wahrheit entfernt sein können. Liverpool stand im vergangenen Sommer kurz vor der Verpflichtung Guehis für 35 Millionen Euro. Der Verteidiger hatte sogar den Medizincheck bei den Reds bestanden. Doch in den letzten Stunden des Transferfensters drohte Oliver Glasner, der Trainer, mit Rücktritt, sollte der Spieler verkauft werden. Und Crystal Palace zog sich vom Deal zurück und damit änderte sich alles. Wie gut musst du bitte sein, wenn dein Trainer sagt, wenn ihr den gehen lasst, dann kündige ich. Also, das spricht schon mal für Marc Guehi. Abgesehen von seinen fußballerischen Qualitäten finde ich das schon ziemlich krass in der heutigen Welt des Fußballs. Laut Informationen des AS ist Liverpool weiterhin an Guehi interessiert. Allerdings hat sich die Situation für den Spieler grundlegend verändert. Und die Verhandlungen müssen unter anderen Bedingungen als im letzten Sommer neu aufgerollt werden. Der Innenverteidiger ist nun ablösefrei und möchte sich alle Optionen offen halten, bis das nächste Transferfenster öffnet, um angesichts der zahlreichen interessierten Topclubs, darunter Real Madrid, die beste Option für sich zu finden. Sollte Real Madrid ihn verpflichten wollen, würde Guehi ihm absolute Priorität einräumen. Für ihn, wie für so viele Fußballer, wäre dies ein absoluter Traum. Er wartet jedoch ab, wie sich die Situation bei Real Madrid entwickelt. Ja, ihr habt es selber gehört, mitgelesen, was auch immer. Real Madrid soll aus dem Poker um Upamecano und Konaté ausgestiegen zu sein. Verhandlungspoker, da hat Real Madrid keinen Bock drauf. Ein Marc Guehi ist dadurch im Mittelpunkt des Interesses, ein Spieler, dessen Traum es ist, für Real Madrid zu spielen. Also sollten die Königlichen sich an Crystal Palace, an die müssen sie sich ja nicht mehr wenden, an Marc Guehis Berater wenden, wäre der englische Innenverteidiger sehr interessiert. Ja, bin ich gespannt, was eure Meinung zu diesem Fall ist. Würdet ihr David Alaba halten? Würdet ihr einen Antonio Rüdiger halten, der auch schon verletzungsanfällig in letzter Zeit ist? Das muss man leider sagen. Oder glaubt ihr, ein Marc Guehi ist die Lösung? Oder würdet ihr ihn so oder so holen? Denn ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern gelesen, dass im Jahr 2025 Real Madrid nach Tottenham irgendwie die Mannschaft war, die die meisten Tore in den Top 5 Ligen kassiert hat. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also, wir haben defensiv große Probleme. Vielleicht kann ein Marc Guehi die Lösung sein, die dieses Real Madrid braucht. Antonio Rüdiger mit Sicherheit sehr zweikampfstark, aber im Spielaufbau hat er schon seine Schwächen und Real Madrid muss diese Schwächen überkommen. Wir müssen es endlich wieder schaffen, uns spielerisch von hinten nach vorne zu lösen. Dieses Gekurke der letzten 1,5 Jahre kann sich ja kein Madridista mehr anschauen. Ja. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. In den letzten Jahren hat auch Real Madrid immer wieder bewiesen, dass Spieler, die am Ende des Jahres vertragslos sind, sehr interessant sind. Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé, Rüdiger, Alaba, alles Spieler, die ohne Ablösesumme gekommen sind. Die kriegen natürlich dann ihr Handgeld dementsprechend. Aber, wie gesagt, eure Meinung würde mich in diesem Fall interessieren. Zu dem kompletten Video, was sagt ihr zu Endrick, zum Spieltag der Spanischen Liga und zu unserer Innenverteidiger-Situation? Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das. Dann bist du noch unter den ersten 20.000. Tust mir natürlich eine Riesenfreude. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Alla Madrid!